Moinsen. Ja, wir sind wieder auf Tour. Heute sind wir wieder mit dem Ford unterwegs. Wer es erkannt hat, und für alle anderen sei es jetzt erwähnt. Und diesen Ford, den werde ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Jetzt werde ich euch mal kurz das Fahrzeug vorstellen, weil meistens, wenn ich hier die Videos mache, sieht man es ja nur von innen, entweder so wie jetzt aus Fahrerperspektive oder mit der Dashcam. Aber wir wollen es uns mal von außen anschauen und ein paar technische Daten eingehen. Und die Daten, die könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung nachlesen, auch bei allen anderen Videos. Wenn ich mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs bin, dann tue ich immer die technischen Daten unten in der Beschreibung einschreiben für die Leute, die sich für Autos interessieren oder für Trucks. Ja, und dann starten wir mal mit der Besichtigung vom Fahrzeug. Es ist ein Ford Pickup. Der hat 4,2 Tonnen Gesamtgewicht. Auch den darf man nicht mit dem Babyführerschein fahren, da braucht man auch die Klasse 3. Und das ist ein Pickup, der hat die lange Ladefläche und die Extended Kabine. Zur Kabine kommen wir noch gleich. Zuerst schauen wir uns das Wichtigste an beim Truck, nämlich die Ladefläche. Die ist 8 Fuß lang. Das wären ungefähr 2,50 Meter. Und an der breitesten Stelle ist 1,60 breit und da zwischen den Radkästen ist es 1,30 Meter breit. Und nach oben hin ist es ja offen, wie man sieht. Und wir haben hier ausreichend Zurösen, um die Ladung sicher zu verstauen. Im Moment habe ich da noch den Ersatzreifen. Und die Nutzlast beträgt 1420 Kilo. Und hier, der hat hier 2 Tanks, einen vor der Achse, einen hinter der Achse. Der vor der Achse hat 17 Gallonen und der hinter der Achse 18 Gallonen, also insgesamt 35 Gallonen. Ja, und da vorne werkelt ein Big Block. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier gut erkennen kann. Mit 460 Kubik. Hier sieht man es nochmal, 460 Kubik. Ja, und die 460 Kubik Big Block mit 4,2 Tonnen Gesamtgewicht, also wenn man den richtig auslädt. Wir haben eine Gas Mileage zwischen 10,7, das ist die schlechteste, und die beste wäre 17,6 Miles per Gallon. Ja, und hier so sieht er innen aus. Meilentacho natürlich, der hat jetzt 260.000 Meilen runter ungefähr. Und auch hier habe ich meine üblichen Halter für die Getränkedosen und hier habe ich wieder mein Fach für die Lieferscheine. Ja, und die Gutzle, das ist ganz wichtig für mich auf einer langen Tour, ne? Ja, und jetzt schauen wir mal nach hinten. Da hat er also diese schmale Sitzbank bei der Extended Kabine. Es geht zum Sitzen, besonders bequem ist es nicht, aber so für kürzere Strecken geht es schon. Und ich habe den hier mit der Extended Kabine, weil die kann man umklappen, hier die Sitzbank. Und da kann ich da liegen und übernachten, wenn ich mal auf einer langen Tour unterwegs bin. Und hier sieht man mal nach hinten raus die Ladefläche nochmal. Ja, und hier das Navi da, das ist das Garmin, das habe ich von dem anderen Truck, das kann ich immer rein und raus. Ich habe hier nur die Halter und die Kabel hier fest verbunden. Und dann tue ich es immer rein und raus. Und hier habe ich meine Schalter für die Beleuchtung hinten an der Ladefläche. Und hier schalten wir um zwischen den beiden Tanks, vordere Tank und hintere Tank. Und Reifen haben wir drauf. Die serienmäßige Reifung
265 70 R15 und fürs Gelände und so weiter, da tue ich mal gern die 31 x 1050 R15 drauf. Ja, fahren tut er mit Normalbenzin, also gibt es natürlich in Europa wieder nicht, aber könnte mit Normalbenzin fahren. Und im Feld J im Fahrzeugschein hat er ein N2 stehen. Also N2, das bedeutet Truck, über 3,5 Tonnen, bis 12 Tonnen geht N2 und dann beginnt N3. Ach so, ja, was ich noch erwähnen wollte, Klimaanlage hat er natürlich auch. Und er hat was Schönes, er hat hier diese Ausstellfenster. Wenn ich also irgendwo geparkt habe und er stand in der Sonne und hat sich innen aufgeheizt, dann mache ich erst die Ausstellfenster auf und fahre 2 Meilen, damit die Luft hier ausgetauscht wird, die heiße, und dann mache ich erst zu und die Klimaanlage an. Ja, und da habe ich noch einen Reifendruckwächter, der ist aber nachgerüstet, der ist nicht original. Und natürlich auch meine Schals, meine Trucker-Schals, die dürfen ja auch nicht fehlen. Ja, das war es soweit mit dem Rundgang um der Ford. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, es hat euch interessiert, das Fahrzeug. Jetzt gehen wir wieder auf Tour. Und für den Fall, dass ihr euch auch für den Chevrolet interessiert, da verlinke ich euch hier am Ende dieses Videos die Vorstellung vom Chevrolet. Dann könnt ihr den auch mal noch anschauen. Und ich habe vergessen vorhin zu erwähnen, mit der Anhängelast, glaube ich, habe ich nicht erzählt, da hat er auch, also die üblichen 3,5 Tonnen für auflaufgebremste Anhänger, das darf ja nicht höher sein mit der Auflaufbremse. Und wenn man eine elektrische Bremse hat, darf man bis zu 5 Tonnen ziehen. Und mit der Druckluftanlage wären es dann sogar 7 Tonnen, die er ziehen dürfte. Aber das haben wir ja nicht. Aber so schwere Anhänger habe ich eh nicht zu ziehen. Mein schwerster Anhänger, den ich habe, das ist der Lansing, der hat nur 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Und selbst die nutze ich nur selten aus. Von daher ist die Konfiguration mit den 3,5 Tonnen Anhängelast völlig ausreichend für meine Zwecke hier. Wenn ich schwerere Sachen zu transportieren habe, dann nehme ich einen großen Truck. Habe ich auch noch. Ja, und hier kommen wir jetzt nach, wie heißt das hier, Strawalje bei Herrnhut rein. Hier gibt es immer einmal im Jahr so ein Oldtimer-Treffen. Da habe ich auch schon Videos davon gemacht. Wenn euch für Oldtimer interessiert, dann schaut mal in die Playliste rein. Oldtimer, die Playlisten zu meinem Kanal, die sind da hier unten unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr mal ein bisschen durchstöbern. Da habe ich Themen Trucker-bezogene in der Playliste Trucking. Dann Oldtimer, wie gesagt. Dann habe ich noch Sightseeing, weil unterwegs, wenn ich wo bin, schaue ich auch mal Burgen an oder Museen. Das könnte ja interessant sein, vor allem ich habe ein Panzermuseum mal besucht oder das Wartburg und das Trabantmuseum und so Sachen halt. Dann habe ich eine Playliste über einen Roadtrip nach Marokko, da war ich mit Chevrolet unterwegs. Da hatte ich bei der ersten Tour hatte ich da eine Lieferung, die da runterging, und bei der zweiten Tour, da hatte ich eine Lieferung für Spanien und bin dann weitergefahren nach Marokko. Und die beiden Touren waren im Abstand von 2 Jahren ungefähr, sind aber jetzt in einer Playliste zusammengefasst, der Einfachheit halber, sonst wird es zu unübersichtlich
Und dann habe ich noch Roadview-Videos, da sieht man nur, wo ich die Dashcam laufen lasse, die Strecken, wo ich fahre. Und dann gibt es noch Videos, einen Tag, wo ich also fahre und irgendwelche Themen abarbeite. Ne? Und in meiner Trucking-Playlist gibt es auch ganz neu seit heute ein Video über die Maut in Deutschland, damit ihr wisst, ob ihr Maut bezahlen müsst mit eurem Pickup oder nicht. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und nicht vergessen, den Video hier zu liken und den Kanal zu abonnieren für mehr Content in diesem Themenbereich Trucking und Fahren und Oldtimer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.